Ja, hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Heiko aus Haus Nummer 18. Ja, und heute wollte ich gerne mal hier da ein bisschen das Auto polieren. Und dafür habe ich mir im Internet ein paar Sachen bestellt. Die stehen hier, das zeige ich euch gleich mal im Einzelnen. Ich traue mir das jetzt mal einfach zu. Ich probiere es aus. Ihr könnt sehen, ob es wirklich funktioniert. Ich habe mir nämlich bei anderen YouTube-Kanälen, da gibt es so Spezialisten, die nur Autoaufbereitung, Politur machen und so weiter, habe ich mal abgeschaut und mich mal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, beraten lassen. Ja, und wenn ihr zuschauen wollt, bleibt dran, auf geht's, dann könnt ihr mal sehen, wie ich mich damit abquäle. Viel Spaß dabei. Ja Leute, Samstagnachmittag, ein bisschen Sonne, schöne Mucke im Radio. Jetzt machen wir mal hier sauber. Aussaugen alles, damit das Auto wieder taco wird. Da haben wir den großen Kescher mal ausgepackt. Los geht's. Aber das brauche ich nicht zeigen. Das könnt ihr ja selber. Ja so, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen am Putzen. Guck mal hier, das sieht jetzt alles schon ganz schön aus. Und hier ist ja das Bordwerkzeug dahinter. Das ist ja auch immer so eine Frage. Machen wir das mal auf hier. Und das ist sogar alles noch da. Wagenheber, die Kurbel dafür, Abschlepphaken und sogar der Schraubendreher ist hier noch drin. Wahnsinn. Was jetzt hier oben noch reingeht, kann ich nicht sagen. Aber das ist soweit komplett. Leute, jetzt gehen wir mal hier mit meinem Benbow ein bisschen durch das Auto da durch. Haben wir mal rausgefahren, wird ja von innen schön sauber gemacht. Meine Sitze schön sauber, die Ritzen, damit das auch mal von innen wieder top wird. Ja, das zeige ich euch jetzt nicht so im Einzelnen, da gibt es schon genug Videos dazu. Aber das Ergebnis zeige ich euch nachher. Ja, jetzt erkläre ich euch mal kurz, wofür dieses Gerät da gut ist. Also zum Beispiel im Außenbereich haben wir hier so Ritzen, da sitzt ganz viel Dreck drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Auto war eine Waschanlage, aber die hat das alles nicht rausgeholt. Im Inneren, logisch, da kann man hier die Lüftungsdüsen schön mit sauber machen. Brauchen wir aber nicht, sind ja neu. Die ganzen Ritzen, teilweise, das habe ich alles mit der Hand geputzt, weil alles auseinander war. Sitzpolster kann man da ein bisschen mit reinigen, so ein paar Flecken mal wegmachen. So, ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Hier haben wir so eine Flüssigkeit, das ist ganz normaler Allzweckreiniger, also nichts Besonderes, keine harte Chemie. Dann haben wir hier so ein Hebelchen, das können wir dann dazu mischen. Wenn wir hier abdrücken, kommt da Luft raus, und hier im Inneren ist so ein Schleuderteil, was dies rumschleudert. Jetzt werde ich mal das mal kurz anschmeißen. Machen wir mal volle Pulle, dass da richtig was rauskommt. Seht ihr das? So, lassen wir mal kurz einweichen. Jetzt machen wir den Hebel hier mal wieder zu. Dann kommt nur Luft ohne Flüssigkeit. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe auch immer den Lappen dabei, dass ich gleich wegwischen kann. Ja, der Kompressor da hinten springt auch wieder an. Seht ihr ja, oder hört ihr ja. So, jetzt warten wir einen Moment, lassen das einwirken und dann gehen wir mal ohne Luft noch mal drüber. Zwischendurch soll man das immer mal ein bisschen im Wasser sauber machen einfach. Zack, jetzt ist das wieder gereinigt innen drin. Hier, sehr schön. Ich kann jetzt leider den Lappen nicht dazu halten, dass mir das so nicht rumspritzt, aber normal halte ich immer noch so den Lappen dagegen, dass das nicht so ganz so rumspritzt. Ja, wenn ihr jetzt guckt, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber der Dreck ist alles raus aus den Ritzen. Das sieht sehr gut aus. Aber es macht richtig Spaß, mit dem Teil hier so Konturen und Ecken zu machen.
So, jetzt wischen wir das mal ein bisschen ab hier. Da sieht das ein bisschen blöd aus. Wäre gut, wenn man das vor dem Waschen macht. Aber ich muss die Kiste sowieso noch mal waschen, weil wir wollen ja polieren. Da haben wir noch ein paar Reste drin. Gehen wir noch mal durch mit dem Ding ohne. So, sieht sehr schön aus. Ja, nur, dass ihr mal wisst, wofür so ein Ding da ist. Also, funktioniert, macht Spaß. Man darf es noch nicht überbewerten. Aber für so Kleinigkeiten und so Ecken ist das echt optimal. Ja, innen drin genauso. Holz ein bisschen mit Puder reinigen. Kriegt man aus den Ritzen so richtig den Dreck raus, super geil, auch hier in den Ecken. Ja, hier hatte ich jetzt ein bisschen voreingeweicht. Jetzt gehen wir zum zweiten Mal drüber. Dann gehen wir trockenen Lappen, wischen das mal alles ab. Und später können wir dann mit dem Kunststoffreiniger das alles schön wieder in Form und Farbe bringen. Jetzt ist das natürlich jetzt richtig blank und sauber. Naja, und so kämpfen wir uns durchs ganze Auto durch. Im Prinzip die Polster habe ich auch ein bisschen damit angefeuchtet und einmal durchgeblasen. Da kam auch schon ein bisschen Dreck mit raus. Ich wische es gleich immer ab. Kann ich jetzt aber mit einer Hand leider nicht zeigen. Aber funzt super. Ja, Leute, jetzt müssen wir das Putzen mal hier unterbrechen. Weil wir haben jetzt hier wichtigere Sachen. Da spielt nämlich Bayern gegen Dortmund. Das müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Und dann können wir weiter putzen. Ja, und heute wollte ich gerne mal hier da ein bisschen das Auto polieren. Und dafür habe ich mir im Internet ein paar Sachen bestellt. Die stehen hier, das zeige ich euch gleich mal im Einzelnen. Ja, das erste ist die Poliermaschine. Die haben die da auch in verschiedenen Videos mehrfach vorgestellt als günstiges Einsteigergerät. Habe ich mir einfach mal bei dem großen Versandhaus mit dem A bestellt. Also Test machen wir jetzt nicht dazu. Das könnt ihr euch bei denen angucken, die können das viel besser beschreiben. Dazu gibt es dann eben diese Pads. Das ist so ein Paket mit einem großen Schleifteller und kleine Pads für einen kleinen Schleifteller, der auch mitgeliefert wurde. Ja, dabei habe ich dann diese Autopolitur bestellt. Da gibt es hier verschiedene Körnungsgrade, Medium, Heavy und Finish und ein Keramikspray. Mit dabei geliefert wurden auch schöne Mikrofasertücher. Und dann zum Schluss noch so ein paar kleine Polieraufsätze, allerdings mit einem kleinen Pad für die Bohrmaschine, oder man kann das auch mit so einem Gewinde hier auf die Flex drauf machen. Ich habe ja die gute Makita Flex, die kann man auch in der Drehzahl regeln, aber das ist dann kein Exzenterschleifer hier. Da sind auch verschiedene Pads für verschiedene Anwendungen. Ja, und das alles will ich jetzt mal ausprobieren. Das ist natürlich für kleine Stellen, die große Scheibe für die Flächen und diese mittlere Scheibe dann für kleinere Flächen. Als erstes seht ihr ja hier die Oberfläche. Die ist ziemlich, man sieht es, mitgenommen. Hier in der Ecke habe ich schon mal mit der Hand versucht zu polieren ein bisschen. Ist auch gar nicht schlecht geworden. Aber jetzt machen wir die Fläche mal mit der Maschine. Ja Leute, das ist jetzt kein Tutorial oder sowas, weil das könnt ihr euch besser bei den Lackaffen oder wie die auch immer alle heißen da anschauen, weil die haben es besser drauf. Ich versuche das einfach nur mal nachzumachen und dann könnt ihr mir dabei zuschauen. Viel Spaß dabei. Ja, jetzt machen wir das mal so, wie die das in den Videos machen. Da ich da noch keine Erfahrung mit habe, habe ich jetzt mal beschlossen, ich nehme mal diese mittlere. Dann machen wir hier so Punkte, machen die da immer drauf.
Und für so eine Ketchupflasche hier kommt natürlich nichts raus. 1, 2, 3, 4. So. Dann tupfen die das immer so an hier. Und verreiben das ein bisschen, denke ich. Und dann starten wir mal auf langsame Geschwindigkeit. Da kann ich, glaube ich, erstmal mit dem Groben dran gehen. Guck mal da ist ja das glänzt zwar schön, aber so richtig poliert habe ich das nicht. Das wird schöner. Das sieht gut aus. Okay, das darf man nicht machen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist hinüber. Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, es glänzt schön, sieht gut aus. Es sind noch ein paar Kratzer da. Ja. Fazit. Na gut, mit dem Pad, da muss man aufpassen. Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mit so einer Maschine das versucht habe. Früher war immer alles nur Handarbeit. Mühselig. Ja, könnte besser sein. Versuch macht klug, war der erste Versuch. Ist nicht schief gegangen, ich habe den Lack nicht kaputt gemacht. Ich habe ihn nicht ganz so hinbekommen, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Aber das Ergebnis ist trotzdem gut. Was man eben beachten muss, ist, dass man die Maschine nicht, wenn man volle Pulle laufen lässt, einfach hochnimmt, weil dann explodieren diese Pads hier anscheinend. Da muss ich jetzt erstmal neue besorgen. Das sind die groben. Bei den weichen habe ich natürlich später besser aufgepasst. Dann sind hier auch Geschwindigkeitsangaben drauf. Das habe ich ganz übersehen. Ja, auch ich bin nicht fehlerfrei und bin ja auch keine Poliermaschine. Dafür gibt es ja Profis, aber ich wollte es trotzdem gerne mal ausprobieren. Ja, jetzt machen wir den ganzen Rest von dem Wagen noch. Fahrzeugaufbereitung, erste Mal, so richtig mit Poliermaschine. Dafür habe ich mir hier diese Maschine bestellt, habt ihr ja gesehen. Habe mir jetzt noch ganz viele so Pads aus China. Ja, obwohl die waren schnell hier. Die aus China kommen noch. Das sind aber die guten. Ja, und damit man da oben auf dem Dach gut drankommt, habe ich mir hier unten mal so ein paar Behälter hingestellt. Ein Brett oben drauf. Dann kann man nämlich schön hier drauf gehen. Kann man schön oben am Dach leichter polieren. Die eine Hälfte habe ich noch nicht, die andere Hälfte drüben sieht schon gar nicht verkehrt aus. Das glänzt schon ordentlich. Ist mit diesem Heavy Cut bin ich da drüber gegangen. Funktioniert ganz gut. Ist aber nicht mal eben so gemacht, das muss man dazu sagen. Das sieht immer so leicht aus bei diesen Lackaffen da, ne? Die polieren da und zeigen, oh, musst du so und so machen. Na, ganz so einfach ist es nicht. Also das ist schon, muss man ein bisschen üben und dann, wenn man das dann mal raus hat, dann wird man langsam immer besser. Aber so von 0 auf 100 funktioniert nicht. Oder ich bin halt nicht talentiert genug dafür.
Ja Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich ja immer noch beim Polieren hier in der Garage mit unserem schönen Opel Corsa Poliermaschine. Lichter, das ist jetzt so diese erste grobe Politur, also Stufe 1. Und ich muss sagen, ja, Respekt vor den Profis, die das machen. Also ich muss mir das jetzt erstmal aneignen. Und wenn du das da draußen nachmachen möchtest, okay, solltest Zeit mitbringen und du musst auch eine Übungsphase haben, weil das ist nicht so einfach. Ne? Weil man hat ja hier so verschiedene Schleifkörnungen, verschiedene Pads, verschiedene Geschwindigkeiten und all das muss man erstmal koordinieren und ein bisschen Erfahrung sammeln, damit man ein einigermaßen Ergebnis daraus bekommt. Hier sind jetzt zum Beispiel Krümel wieder, weil ich da oben und hier und Leute, ich sage euch, man kann es machen, auch nach diesen Anleitungen, also diese Lackaffen, so wie die das da erklären, da diese Autolackaffen, da sind ja diese Poliergurus da, die erklären das ganz gut. Also ich finde es top, die haben mich auch wieder animiert, sowas zu machen, aber ich sage bewusst aber, eigentlich gibt es bei mir kein Aber. Es ist nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Das solltet ihr beachten, wenn ihr das nachmachen wollt. Wenn ihr ein gutes Ergebnis erzielen wollt. Ne? Also nicht einfach hier kaufen und bla 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 und dann... Ja, ich habe jetzt nicht die teuersten Maschinen gekauft. Ich habe einfach das gekauft, was die getestet haben, was die einigermaßen für gut befunden haben, für einen Heimgebrauch. Ich habe mir das gekauft und es ist eine Quälerei. Es ist nicht einfach mal eben so dahingeschüttelt. Ja, jetzt habe ich mir ja hier aus China oder was weiß ich, keine Ahnung, wo die herkommen, 6,99 € gibt es so ein Pack Polierpads. 1, 2, 3, 4, 5 kostet 1,20 € das Stück. Ich habe 2 verschiedene Größen bestellt. Ja Leute, erwartet, das sind Einwegdinger. Ne? Die polierst du mal eine Stunde mit und dann kannst du die wegschmeißen. Das ist also nicht vergleichbar mit dem, was zum Beispiel da bei der Maschine beigeliefert wird. Ich habe da auch ein bisschen höherwertige bestellt gehabt. Die sind aber immer noch nicht da, weil die kommt tatsächlich aus China. Kostet aber ein so ein Pad 10 € und nicht 6, 10 €. Ja, das ist von dieser Marke da. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes ist. Die habe ich mir hier, das ist für einen Akkuschrauber. Das ist auch okay. Ist auch nicht so der Burner, habe ich schon ausprobiert. Aber immerhin noch, also erwartet nicht von solchen Sachen, dass das hält. War mir vorher klar, ich habe es auch nicht erwartet. Aber so ein Weg, okay, jetzt habe ich das hier mal durchgenudelt, 2 Stunden, wegschmeißen. Das kostet 1 €, braucht man nicht waschen. Ist logisch. Hab noch ein paar verschiedene Härtegrade hier, dann kann ich so alle einen nach dem anderen nochmal durchnudeln. Genauso hier in der 150er Größe. Wer nicht waschen will, kauft sich die Billigpads. Probieren. Bestell gleich 2, dann hast du gleich eins in Reserve, wenn du die eine Stärke für gut empfindest und damit klarkommst. Bei mir ist es so, ich habe da irgendwie, ja, man muss sich das anarbeiten. Und ich habe jetzt so ein Pad genommen, einmal die starke Mischung, habe ein bisschen weicheres Pad genommen und da kam ich viel besser mit klar, vom Gefühl her für mich, mit dem mit dem Polieren, ne? dass man da auch ein einigermaßen Ergebnis hinbekommt. Jetzt wollen wir mal die Heckklappe polieren. Hier sieht man ja noch, hier kann man es richtig schön erkennen. 1 Million Kratzer, hast du nicht gesehen. Der Opel-Zeichen, da war mal so ein Teufelchen dran, das ist aber nicht das Problem. Jetzt haben wir hier die Schriftzüge. Wenn ich jetzt hier mit der Maschine poliere, ja, wie soll ich denn hier diese ganzen kleinen Konturen dazwischen polieren? Das geht gar nicht. Also ich habe mich jetzt entschieden, wir werden diesen Schriftzug entfernen. Jeder Mensch weiß sowieso, dass das ein Opel Corsa ist. Und das werden wir auch entfernen. Ich weiß nicht, ob da jetzt so 1, 2 Löcher sind, dass man es später wieder ankleben kann. Es ist eh nicht mehr so schön. Aber ansonsten hätten wir eine gecleante Heckklappe.
hat auch was. Ne? Cleaning war ja auch mal modern. Dafür nehmen wir jetzt mal den Heißluftföhn und meinen Spachtel hier. Ja, ging relativ unspektakulär und schnell. Jetzt haben wir noch die Klebereste hier, die müssen wir noch entfernen. Und dann können wir das. Dann haben wir eine gecleante Heckklappe. So, hat auch was. Die größten Popel haben wir jetzt mal mit Wärme entfernt. Und den Rest, ja, bleibt nichts anderes übrig. Da müssen wir Lösungsmittel nehmen. Schauen wir mal, was wir da so finden. Ja, wie entferne ich jetzt gerade die Klebereste? Hier mit Silikonentferner, ein Zebertuch und, naja, mit meinem Fingernagel. Dafür brauchen wir Fingernägel. Immer schön einweichen und dann vorsichtig kratzen. Sisyphusarbeit halt, ne? So, wenn man jetzt Nitroverdünnung nimmt, beschleunigt das etwas, aber ihr müsst darauf achten, dass die Nitroverdünnung viel aggressiver ist wie Silikonentferner. Also nicht da tonnenweise draufschütten, einwirken lassen stundenlang. Nein, einfach nur mit dem Lappen drüber. Wir haben jetzt hier totale Millionen Kratzer da. Das müssen wir jetzt gleich alles rausschleifen, rauspolieren. Kriegen wir aber hin. Und hier machen wir es mit dem Schriftzug jetzt genauso. Ja, nur mal so als Info am Rande. So, jetzt haben wir die ganze Schmiere da ab. Denkt immer nur dran, das ist Wasserlackbasis. Wenn ich da mit Nitroverdünnung dran gehe, dieser Wasserlackbasis ist dann wahrscheinlich sehr unbeeindruckt davon. Wenn du jetzt aber Nitrolackbasis-Lack hast, ja, den gibt es ja heute schon gar nicht mehr. Das ist bei uralten Autos. Kann man sowas natürlich nicht machen, weil dann hättest du jetzt hier eine richtig schöne matte Fläche. Ne? Das ist halt was anderes. Es funktioniert. Jetzt sieht es aus wie Hulle hier, wenn ihr da guckt. Alles verschmiert und verkratzt. Und ja, das schleifen wir jetzt alles schön wieder raus. In unserer Poliermaschine. Und dann sieht das aus wie neu. Ja, Leute, jetzt haben wir das poliert. Also die Zeichen sind weg. Das ist weg. Das ist jetzt mit Stufe 2 poliert. Es gibt ja da bei diesem Poliersystem 3 Stufen. Die erste Stufe habe ich gezündet, das ist das Grobe, also diese Heavy Cut. Jetzt haben wir den Medium Cut hinter uns. Es sieht sehr gut aus. Also wer das auch mal ausprobieren möchte, sehr schön. Also mit allem drum und dran bin ich jetzt ungefähr etwas über eine Stunde, vielleicht 1,5 da dran, dieses kleine Stückchen hier von dem kleinen Corsa zu bearbeiten. So, das Ergebnis finde ich weiß nicht, das kriegt man jetzt hier gar nicht so drauf, aber es sieht sehr gut aus. Da sind schon kaum noch Schleifspuren. Der eine oder andere Kratzer ist noch da, wenn man das so sieht. Ich glaube, hier war noch irgendwo einer, aber das siehst du auf der Kamera gar nicht und wenn die Sonne da drauf scheint, sowieso nicht. Also das ist jetzt Korinthenkackerei. Also es ist sehr gut. Und jetzt kommt gleich noch die dritte Stufe und dann die Versiegelung. Ja, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn das jetzt so ein Auto da abgibst und das lässt das in dieser Form aufbereiten und dann ruft der mal so ein Tausender auf. Ja. Kann ich verstehen. Nun, das wäre dann noch geschenkt, weil das ist ein riesen enormer Zeitaufwand, Materialaufwand. Also diese Polituren sind ja auch nicht billig. Du musst eine Maschine haben, dann muss die Halle haben, dann muss dann den Zeitaufwand berechnen. Der Zeitaufwand ist, glaube ich, das Größte, weil, ja, das ist ja mal eben nicht so gemacht. Ja, wenn der eine oder andere jetzt meint, okay, ich mache das total falsch, ja, mache ich bestimmt. Aber das ist ja kein Tutorial, wie ihr es machen sollt. Das ist ein Tutorial, wie ich es mache, nachdem ich mir diese ganzen schönen Videos angeguckt habe und meine ersten Versuche hier. Ja, das solltet ihr beachten. Ja, Leute, was soll ich sagen? Hier das mit der Abkleberei, ja, funktioniert irgendwie nicht so wirklich, wie ich das gerne hätte. Entweder bin ich zu blöd dazu oder was. Keine Ahnung. Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft. Ich habe die Stelle durchpoliert. Allerdings nicht mit der Exzentermaschine, sondern da war so ein kleiner Kratzer. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt da. Den wollte ich gerne ein bisschen flacher haben. Habe das mit dem Akkuschrauber und diesem wirklich Heavy Duty Dingsterbumster
Pad gemacht, nicht mit dem weichen. Hatte ich ein bisschen weniger Gefühl und schwuppdiwupp war auf einmal die Farbe durch. Ja, muss ich jetzt mit leben. Ist zum Glück Kunststoff, wird nicht rosten. Schade eigentlich. Mal gucken, was wir da machen. Machen wir Pflaster drauf oder? Ja, jetzt haben wir das Autochen richtig durchpoliert. Das heißt, das war eine richtige Lackaufbereitung. Ich habe mir da so jede Menge Utensilien hier gekauft. Nochmal Tücher, nochmal Polierpads und nochmal Pads. Die Maschine, da waren ja nur 2 Pads dabei, da kommt man nicht weit mit. Dann diese verschiedenen flauschigen Mikrofasertücher, nochmal für kleine Ecken, irgendwelche Sachen. Jetzt haben wir das Auto so schön fertig, das sieht aus wie frisch lackiert. Da könnt ihr mal schauen, ich weiß nicht, ob man es hier so erkennen kann im Licht. Also die Spiegelung, das ist schon Wahnsinn. Jetzt haben wir noch ein paar kleine Steinschläge vorne, aber die kriegen wir ja nicht rauspoliert. Ist alles schön sauber. Selbst die Spiegel, das glänzt wie ein Affenarsch. Ja, als nächstes wird das Autochen noch gewachst. Dafür haben wir hier diesen Canuba-Wachs. Den nehme ich dafür. Da war auch so eine komische Keramikversiegelung dabei bei dem System, aber irgendwie kann das ja nichts taugen. Wenn eine Keramikversiegelung an sich ist schon recht teuer. Deswegen habe ich mich entschieden, diesen Canuba-Wachs zu nehmen. Damit habe ich gute Erfahrung, auch mit der Verarbeitung. Das benutze ich schon jahrelang. Ja, und dann machen wir das Autochen noch sauber. Die Scheiben werden noch geputzt. Innen drin nochmal ausgesaugt. Alles mit dem Cockpitglanz sauber gemacht. Dann die Klimaanlage noch befüllen. Und dann sind wir fertig mit dem Auto. Ja, und wer Interesse daran hat, an diesem Fahrzeug, das gibt es dann Pflicht zu erwerben. Einfach mal melden, ne? Jetzt wisst ihr ja alles, was gemacht wurde, was nicht gemacht wurde. Ist alles dokumentiert. Also, wer Bock hat auf ein anständiges Auto, natürlich gibt es das nicht geschenkt. Es wird zum üblichen Marktpreis verkauft. Und dann schauen wir mal.